Carving ist eine der sportlichsten Schwungformen, die wir im aktuellen Skilauf haben. Mit Geschwindigkeit in die sportlichen, langen Kurven hinein und dann mit richtig Freude den Berg hinunterfahren. Wie das geht, wie du als Einsteiger diese Technik erlernen kannst, das zeige ich dir im heutigen Tutorial. Viel Spaß damit! Und mit diesen Aufnahmen darf ich dich zunächst einmal willkommen heißen hier oben in Sölden auf dem Tiefenbach-Gletscher bei absolut traumhaftem Wetter, toll präparierten Pisten. Der perfekte Tag, um dieses Tutorial durchzuführen. Wir wollen zunächst einmal das Carving an sich klären. Was bedeutet es eigentlich für dich? Carving ist genau dann gegeben, wenn deine Skienden genau den Skispitzen folgen, wir quasi wie auf Schienen die Piste herunterfahren. In den Aufnahmen gerade siehst du, dass wenn du dann die Kurve gefahren bist, nur noch 2 Streifen in der Piste vorhanden sind. Der Gegensatz zum Carving ist das Driften. Und beim Driften ist es so, dass die Skienden ausbrechen. Es entsteht quasi ein Kurvenbauch. Das ist im Schnee ganz deutlich zu sehen und das kannst du auch sehr gut überprüfen, indem du nach deiner Fahrt mal hochschaust und siehst, ob deine Kurve komplett gecarved war, also wie auf Schienen, 2 Streifen, oder ob du in deiner Kurve einen Ausschlag, einen Driftanteil mit drin hattest. Das Carving ist eine ganz besonders sportliche Fahrweise. Du gehst wirklich tief rein in die Schwünge, hast diese G-Kräfte, spürst das richtig und da natürlich im höheren Tempo die Piste herunterzufahren. Das ist ein ganz besonderes Gefühl und welche technischen Hinweise es dazu gibt, dazu kommen wir jetzt. Jetzt bei den Skitechnik-Hinweisen möchte ich auf die Bewegungsmerkmale des Deutschen Skiverbands eingehen. Ich weiß, es gibt noch andere Verbände, sicherlich auch andere didaktische Ansätze, wie man das Skicarving beibringt, aber ich selbst bin beim Deutschen Skiverband, beim DSV, ausgebildet worden, bin jetzt auch Ausbilder beim Westdeutschen Skiverband, bedeutet, dass ich Skilehrern die Skitechnik über diese Bewegungsmerkmale beibringe und möchte in diesem Tutorial auch dir diese Technik näher bringen. Und aus dieser Skitechnik des DSV und den 5 Bewegungsmerkmalen, die der DSV da aufmacht, möchte ich dir jetzt 3 Knackpunkte nennen, die du als Skicarving-Einsteiger perfekt benutzen kannst, um deine Skicarving-Technik auf das nächste Level zu heben oder dich zunächst einmal da rein zu bewegen. Das Allerwichtigste und allererste ist deine Grundposition auf Ski. Stell dir dazu vor, dass dich jemand an deinem Schopf, quasi am Kopf zieht, nach oben zieht, dich in der Luft hält und dann einmal wieder auf die Ski ablässt. Und das Wesentliche ist dabei, dass dein Sprung-, Knie- und Hüftgelenk leicht gebeugt ist. Du quasi dort eine Federung erhältst, indem die Gelenke leicht angebeugt sind und du immer einen leichten Druck an der Zunge deines Skischuhs spürst mit deinen Schienbeinen. Also da unten wirklich eine tolle, ja ausbalancierte Position, auf der du dich locker flockig bewegen kannst. Auch wichtig bei der Grundposition ist unsere Skistellung. Und die sollte bei diesen Carving-Schwüngen immer so ausgerichtet sein, dass wir hüftbreit orientiert Ski fahren. Ich weiß, es gibt einige Zuschauer, die vielleicht noch aus der alten Skitechnik kommen, wo man sehr eng gewedelt ist, also eng gefahren und gewedelt ist. Und diese Skistellung, die enge Skistellung, ist fürs Carving nicht funktional. Denn wir wollen ja auf unseren Außenski kommen, das wird übrigens auch im Knackpunkt 2 kommen und das kannst du nicht, wenn du ein System der Ski hast. Deswegen hüftbreite Skistellung und da wirklich das bewusste Belasten üben. Das werden wir dann später machen. Auch schlecht in der Skistellung ist eine zu breite Skistellung, die weit über die Hüfte hinausgeht. Da hast du dann wieder das Problem, dass du über den Innenski die Belastung hast und es ganz schwer ist, über den Außenski zu fahren. Also Grundposition, leicht gebeugtes Sprung-, Knie- und Hüftgelenk und eine hüftbreite Skistellung und für eine sportliche Fahrweise Arme, die eher vor dem Körper gefahren werden, für mich als Orientierung immer im Sichtfeld meiner Brille gerade noch sind und nicht hängen gelassen werden, weil das Ganze sieht eher unsportlich aus. Bei Knackpunkt Nummer 2 kommen wir jetzt zur Essenz des Carvings, denn was bedeutet der Begriff überhaupt? Er bedeutet ja schneiden und wir möchten mit unseren Kanten des Skis den Schnee schneiden, wie schon gesagt, wie auf Schienen die Piste herunterfahren und das im sportlichen Tempo. Dazu müssen wir, wie immer beim Skifahren, die Bewegung aus den Beinen initiieren, das ist auch ein Bewegungsmerkmal des DSVs, aber beim Carving ganz besonders unseren Ski auch auf die Kante bringen und dazu kann ich
ich dir einen großen Knackpunkt nennen, ein großes wichtiges Merkmal, denn wenn du dir vorstellst, dass bei deinem Sprunggelenk du da die Bewegung initiierst, aus dem Sprunggelenk heraus arbeitest, dann kannst du beim Sprunggelenk nach vorne arbeiten, auf die Schaufel des Skis, aber auch nach innen. Und dieses nach innen bewegen, damit bringst du deinen Ski auf die Kante. Also nach vorne innen, als würdest du am Skischuhschaft innen beim Außenski deinen Druck aufbauen und die Kurve fahren. Der Außenski führt uns in dieser Bewegung im Knackpunkt 2. Er hat fast 80% des Drucks, wenn man es jetzt mal mathematisch ausdrücken möchte, und führt uns durch diese Kurve durch. Der Innenski wird einfach nur mitgeführt. Mathematisch wäre das zum Beispiel eine 20%ige Beteiligung des Innenskis bei dieser Carving-Kurve. Und bringt uns sehr gut zum Knackpunkt 3. Denn dort ist es so, dass wir, wenn wir sportlich Carving betreiben, dass wir da in die höheren Geschwindigkeiten kommen. Und du musst dir vorstellen, dass dabei durch den Druck des Sprunggelenks nach vorne innen Knie und Hüftgelenk zum Kurvenmittelpunkt rücken. Und wenn du dann über die Lage reinfährst, hast du das große Problem, dass dein Außenski nicht mehr belastet sein kann, sondern dein Innenski. Und dazu haben wir Knackpunkt Nummer 3 in den Carving-Kurven. Der Oberkörper gleicht aus. Bedeutet, dass wir unseren Oberkörper bewusst über den Außenski führen, um den Körperschwerpunkt wieder mehr über den Außenski zu bringen und die Kurve damit dominierend über diesen kurvenäußeren Ski zu fahren. 3 Knackpunkte, sehr theoretisch. Ich habe aber jetzt einen guten Faden aufgebaut, einen roten Faden, wie du als Einsteiger das Ganze für dich trainieren kannst. Und da habe ich ein paar Übungen für dich. In die starten wir jetzt. Ich würde sagen, Ski an, wir sehen uns gleich wieder. Aus der Theorie gehen wir jetzt in die Praxis über und da wollen wir die 3 Knackpunkte natürlich an Übungen trainieren und ich möchte dir ein bisschen was an die Hand geben. Das allererste, was ich häufig sehe, wenn jemand beim Carving einsteigt, es ist eine sehr verbissene Haltung und direkt aus dem fortgeschrittenen parallelen Kurvenfahren und Driften stellt man sich drauf, man fährt sehr verbissen und möchte direkt schnell fahren. Mein Tipp an dich, beginne langsamer. Es kann sogar eine blaue, in Frankreich sogar eine grüne Piste sein, wirklich was ganz Einfaches und starte damit einfach mal zu spüren, wie die Kante in den Schnee greift. Eine kleine Übung dazu ist, dass du deinen Fuß mit dem dicken Zeh in den Schnee drückst, deinen Außenski. Und das machen wir jetzt. Das kannst du natürlich schwierig sehen in meinem Skischuh jetzt, aber stell dir vor, ich drücke meinen Ski in den Schnee und bringe ihn dazu auf die Kante und komme in die Kantenfahrt. Fahren wir mal, ich kommentiere währenddessen ein bisschen. Und jetzt drücke ich den Zeh außen rein und er kommt. Der Ski fährt über die Kante. Über die Kante kommen. Über die Kante kommen. Über die Kante, ja. Ein wesentlicher Punkt dabei ist, dass du dir auch einfach etwas Zeit nimmst. Unsere Ski haben ja eine vorgegebene Form, der Radius des Ski. Und wenn du ihn dann auf die Kante bringst und den Druck noch nicht richtig ausübst, dann braucht es einfach länger, dass der Ski dann den Carving-Schwung fährt und geschnitten durch die Kurve führt. An der Stelle benötigt es dann noch ein bisschen Druck. Bedeutet, wenn wir jetzt diese Übung so gefahren, wenn du diese Übung gut gefahren bist, dass du zunächst einmal gespürt hast, was die Kante überhaupt bedeutet, dann kannst du einen Schritt weiter gehen und diesen Knackpunkt 2 erfüllen, der eben diese bewusste Belastung aus den Beinen, die Bewegung aus den Beinen nach vorne innen bedeutet. Eine kleine Übung dazu und die zeige ich mal kurz an meinem Skischuh. Das lässt sich sehr gut von dir ausführen, indem du quasi hier vorne innen ein 2-Euro-Stück positionierst und dieses 2-Euro-Stück möchtest du während der Fahrt immer festhalten und auch immer mehr prägen. Das heißt, dieses 2-Euro-Stück liegt bei dir zwischen Schienbein und Zunge des Skischuhs an und du hast kontinuierlich Kontakt zu diesem 2-Euro-Stück und drückst es, prägst es noch weiter aus. Das wäre die zweite Übung, die nach dem ersten Herantasten auf die Kante jetzt sehr, sehr gut ist, um ins Carving hineinzufinden. Nehmen das Stück hier mit und fahren wirklich bewusst auf dieses 2-Euro-Stück. Los geht's. Und jetzt drauf und Druck. Jetzt wieder drauf, Druck. Genau, ganz locker den Ski fahren lassen an der Stelle und das 2-Euro-Stück kontinuierlich da behalten, wo es sein soll. Wieder drauf und drauf. Genau.
Genau. Das 2-Euro-Stück kontinuierlich vorne im Skischuh behalten, den Druck darüber aufbauen und damit den Ski dann schön auf die Kante bringen. Das bringt dich sehr schön in die ersten Kurvenfahrten hinein. Knackpunkt Nummer 2 an der Stelle auch geklärt. Übrigens, wenn dir das gerade zu schnell geht, weil dieses Video soll ja erstmal ein Einsteiger-Video sein. Es soll die Übungen nur mal im Schnelldurchlauf darstellen. Dann haben wir auf Bastis Kanal die 3 fatalen Fehler, die du beim Carving machen kannst. Das vertieft das Ganze hier nochmal und es wird bei mir auch nochmal 3 richtig gute Übungen geben, wie du dein Carving dann auf das nächste Level heben kannst. Also ganz beruhigt die nächsten Videos schauen. Du musst jetzt hier nicht direkt alles mitnehmen. Und im Knackpunkt Nummer 3 wollten wir dann auf das Thema Oberkörper eingehen und den Körperschwerpunkt, den wir bewusst über den Außenski bewegen wollen. Der große Punkt ist da, dass wenn du schneller wirst, wandern deine so wie er gerade, wenn du schneller wirst, wandern deine Knie und deine Hüfte zum Kurvenmittelpunkt. Das Ganze sieht dann so aus. Problem ist aber, dass ich jetzt über Lage fahre und der Innenski die Kurve fährt. Das wollen wir nicht, denn insbesondere auf einer Eisplatte wärst du da direkt weg. Wir wollen, dass unser Oberkörper drüber geht. Und diese Position trainieren wir jetzt, indem wir quasi in der Kurve überprüfen, ob unsere Skischuhschnallen zugeschnallt sind. Also immer außen einmal runter, dass du die Bewegung einmal bewusst trainierst und dir das Ganze einmal deutlich machst. Es geht dabei nicht darum, nur den Oberkörper runter und nach außen zu bringen, sondern es geht darum, deinen Oberkörper seitlich wie bei einer Bananenstellung rauszubringen. Da reden wir also über eine solche Stellung. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir das Ganze mal. Okay, also Oberkörper geht über den Außenski. Zack, und ich gehe ran und überprüfe. Immer wieder runter an den Außenschuh, denn da willst du den Oberkörper drüber bringen, deinen Körperschwerpunkt, der darüber geht. Genau. Alle anderen Bewegungen bleiben gleich. Jetzt gehen wir noch mal in die Zielform über. Unten raus. Das 2-Euro-Stück bedenken. Den Ski fahren lassen über die Kante. Druck aufbauen. Oberkörper drüber. Oberkörper drüber. Oberkörper drüber. Und so sind wir dann im Carving angekommen. Carving für Einsteiger an dieser Stelle. Und wenn es dann richtig sportlich werden soll, dann kannst du natürlich die anderen Videos anschauen. Sehr, sehr schön. Was ein toller Tag, um dieses Carving-Tutorial einzufangen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es war jetzt die Skitechnik für Carving-Einsteiger mit Basti hinter der Kamera. Wie gesagt, es gibt noch weitere Videos, die dich an dieser Stelle sehr interessieren könnten. Die 3 fatalen Fehler beim Skicarving und auch 3 perfekte Übungen, um das Carving nochmal zu optimieren. Schaut euch das Ganze hier an. Toller Hang, tolles Wetter und ich kann dir sagen, wenn du dann im Carving angekommen bist und sportlich diese Pisten herunterfahren wirst, dann hast du nochmal ein ganzes Stück mehr Spaß im Skiurlaub. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.